Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Jetzt gucken wir mal, ob der Ton stimmt. Ja, der Ton sieht gut aus. Denkt dran, wie immer natürlich, dass die Themen frisch gepresst sind, nur wenn der Ton gut ist. Jetzt muss ich einmal kurz das Mikrofon ein bisschen höher stellen. Unglaubliche Szenen hier wieder. Aber Themen, die wir haben, raschelt vielleicht ein bisschen, sorry dafür, sind natürlich, wie sieht es aus in 2025 für die Fluggesellschaften? Und da sind wohl gute Vorzeichen. Airbus hat ja 2024 nochmal einen Sprint hingelegt bei den Auslieferungen. Jetzt wird klar, wie sie es gemacht haben. Ob man sagt, die haben betuppt, die haben den Shareholder Value ignoriert und haben geguckt, dass sie die Provision kriegen für ihre Zielerreichung. Schauen wir uns genauer an. Wir haben dann auch Zahlen von der Lufthansa Cargo. Die haben 14.000 Haustiere und andere Tiere geflogen. Da gehen wir auch nochmal drauf ein. Das sind spannende Sachen bei. Und wir haben Chase. Die haben ein Angebot für alle, die Marriott haben. Also für Leute, die eine Kreditkarte haben aus den USA, solltet euer Konto kontrollieren. Wir haben dann United Airlines. Die zahlen Meilen beim Vergleich. Die Frage ist so etwas sinnvoll? Aber ich will der Frage des Tages, zumindest der einen, nicht vorgreifen. Und das letzte Thema ist Statusmatch bei Royal Jordanien. Die haben den Sapphire-Status auch mit Hotelstatus zu bekommen. Ermöglicht also insofern hier auch nochmal genaues Hinschauen von euch. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke zum Glockeln und den Kanal natürlich durch eure Kommentare zu bereichern und aber auch vielleicht eine Kanalmitgliedschaft. Ich freue mich auf eure Kommentare. Hier, ich muss ja immer mit der Hand wechseln. Warte, hier. Also das ist die Hand. Unter der Nummer erreicht ihr mich gerne per WhatsApp. Ich gucke immer im Kontrollbildschirm, aber es ist halt immer sehr lustig. Deshalb. Aber die 2 Minuten sind um, deshalb können wir direkt mit dem ersten Thema starten. Und das Thema ist, wie sieht das Jahr 2025 aus für die Fluggesellschaften, besonders in Europa. Denn gerade in Deutschland werden ja die Stimmen laut, dass durch die ganzen Gebühren und so weiter die Luftfahrt gebremst ist. Man ist ja auch nur auf einem niedrigeren Stand im Vergleich zur Vorkrisenzeit. Andere Fluggesellschaften, die in Europa sind oder auch weltweit, sind schon weit drüber. Und die Vorzeichen sind laut Analystenfirmen doch gut, denn die Flieger bleiben voll. Ja, die Leute bezahlen und die Tickets bleiben wohl auch teuer. Das liegt natürlich daran, dass das Angebot begrenzt ist. Dann hat man im Moment immer noch überschaubare Treibstoffkosten und natürlich halt eine Menge Leute wie ihr, die noch fliegen wollen, die sagen, ich muss raus hier aus dem tristen grauen Europa, zum Beispiel nach Amerika, nach Mexiko oder wohin auch immer. Nur ist es so, dass man jetzt natürlich das Dilemma hat, Lufthansa kann ja zum Beispiel nach Asien nur unter erschwerten Bedingungen fliegen. KLM, Air France hat ja 2024 unter Sondereffekten zu leiden gehabt, die aber durch die hohen Ticketspreise kompensiert worden sind. Die IAG, also British Airways und Konsorten, haben ihren Aktienkurs ja sogar verdoppelt. Wichtiger Hinweis wie immer an dieser Stelle, wir geben keine Aktientipps. Was ihr macht, ist natürlich euer Thema. Und natürlich auch ist es bei British Airways mit der Nordatlantik-Ausrichtung positiv, weil natürlich solche Strecken wie Peking haben sie eingestellt. Also die gehen nicht für die. Und damit ist halt so, dass es natürlich die hohen Steuern und die politischen Bedingungen den Fluggesellschaften zusetzen. Aber ansonsten ist es halt wirklich so, dass man davon ausgeht, dass in Deutschland alles aber eigentlich sonst okay ist. Da könnt ihr ja was dazu schreiben. Und die ADV-Prognose hatte ich euch ja schon gesagt, dass man erst in 2029 mit dem Steigern über der, wie heißt das so schön, über die Vorkrisenzahlen rechnet. Und wir haben an dieser Stelle wie immer natürlich eine Frage des Tages. Wie seht ihr das Jahr 2025 für die Fluggesellschaften? Seid ihr auch der Meinung, seid ihr auch optimistisch? Seid ihr auch, dass ihr sagt, hey Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, da ist Musik drin, oder sagt ihr, kann schwierig werden, wir müssen abwarten. Also da bin ich mal gespannt, was ihr so sagt. Wir gehen mit dem Thema Airbus weiter und der ein oder andere
hat sie sich ja gewundert, wie Airbus da noch relativ nah an die Ziele herangekommen ist, und zwar mit den Auslieferungen. Und da gibt es jetzt so ein bisschen Butter bei den Fische, ein bisschen Erklärung, weil man dort mit Zuckerli die Leute geholt hat. Finnair hat ja noch einen 350er gekriegt, andere haben 320er gekriegt, weil natürlich da Triebwerke, die auf Reserve gehalten worden sind, auch dann quasi aufgelöst worden ist, die Reserve, zumindest von der Menge her. Und damit konnte man auch dann 320er liefern. Man hatte ja das Jahresziel im Juni von 800 auf 770 Flugzeuge reduziert. Jetzt geht es auf 760 und ein bisschen raus. Und im November fehlten 127 Flugzeuge. Heißt also, dass man dort halt Vollgas gegeben hat. Und der Schlussspurt ist halt wirklich da hingegangen, dass man die Zahl fast erreicht hat. CFM war übrigens der die Triebwerke bei den 320ern freigegeben hatte und damit natürlich auch zusätzliche Flugzeuge fertiggestellt werden konnten. Interessant ist natürlich auch, ob ihr jetzt sagt, ja, die haben Geld gegeben, also nicht jetzt in dem Sinne, wenn ihr ein Flugzeug, sondern wenn ihr Mängel hattet, dass man sagt, okay, dann gibt es dafür 2,50 € oder was auch immer bei Mängeln, und man hat sie trotzdem genommen. Das sind dann meistens Dekorschäden und alles, also nichts, was flugrelevant ist. Und findet ihr das ein Problem, dass man da versucht, die Stückzahlen, das Planziel zu erreichen? Oder ist das aus eurer Sicht in irgendeiner Art und Weise rentabilitätsschädlich und damit den Aktionären gegenüber unfair, wenn der Vorstand versucht, seine Pferde ins Trockene zu bringen und da quasi seine Boni mitzunehmen? Könnt ihr auch mal beantworten, fände ich als interessant. Aber es ist keine echte Frage des Tages. Wir gehen weiter mit dem Thema Lufthansa Cargo. Lufthansa Cargo hat ja dort jetzt Zahlen bekannt gegeben, was sie an Tieren transportieren. Und das finde ich interessant. 14.000 Haustiere, 2.800 Pferde, 200 Zootiere. Darunter waren dann zum Beispiel auch sibirische Tiger, 2 Stück, die man über Frankfurt geflogen hat ins kasachische Almaty, um die dann auszuwildern. Dann gab es noch einen Flug von Madrid nach Mumbai über Frankfurt für 2 Zwergflusspferde. Hört sich klein an, aber ist wahrscheinlich groß, ein Zwergflusspferd. Oder auch seltene rote Panda-Bären, die an Bord der Frachter waren. Die sind natürlich alle artgerecht gehalten, deshalb ist es ja auch so, dass zum Beispiel Pfleger mitfliegen und dass Leute da auch dann für das Wohl der Tiere sorgen. Und man hat 4.200 Beschäftigte, einen Jahresumsatz von 3 Milliarden erzielt. Man hat sich ja auch auf Kunstwerke spezialisiert, also das heißt, da kann man auch bei der Lufthansa was werden. Denn Teil der berühmten Berggrünsammlung wurden ebenso Heiler ins Ziel gebracht. Oder man hatte The Culture aus Chicago, die man hingebracht hatte, so laut Pressemitteilung. Man kann jetzt natürlich sagen, sind das alle Tiere, weil die Zahl klingt ja schon im ersten Moment relativ hoch. Aber wenn man ehrlich ist, nee, es werden auch Küken und solche Sachen geflogen. Zumindest war das mal so, da gab es 100 Millionen Tiere. Küken, Zierfische, das läppert sich dann halt relativ schnell. Obwohl diese Zahlen ja auch sehr imposant sind. Also hier aus meiner Sicht nur einfach mal so ein Hinweis, damit man mal sieht, was dort geflogen wird. Wir, die wir amerikanische Kreditkarten lieben, sollten mal darauf achten bei der Chase. Es gibt Cashback, genauso wie es auch Cashback gibt bei den Freunden von American Express. Aber gerade dann, wenn es Chase Cashback gibt oder American Express Cashback gibt, dann ist die Frage, soll ich meine Marriott-Karte einsetzen oder soll ich den Cashback mitnehmen? Und ein Thema ist zum Beispiel, es gibt $50 pro Quartal bei der American Express Platin-Karte in den USA. Deshalb bezahle ich bei Hilton immer so 50, 16, ne, was 30? Aber egal, auf jeden Fall 50 meine ich. Ich meine, es wäre 50, wären $200. Dass man diese dann halt anteilig bezahlt, den Rest dann mit der echten Hilton-Karte bezahlt, um da dann nochmal die Punkte zu maximieren und nicht alles zu bezahlen. Und Chase hat genau dasselbe. Und da sind jetzt aus der Marriott-Gruppe Sheraton Autograph Collection und AC Hotels, die Cashback geben. Ich habe das bei meinen Kunden gesehen. Warum bei meinen Kunden? Weil ich es leider nicht habe. Also bei mir haben sie es nicht gegeben. Ich habe die Ritz-Carlton-Karte.
von Chase. Deshalb haben die vielleicht mich nicht als würdig erachtet. Ich kann sie einmal kurz in die Kamera halten, damit ihr sie auch einmal seht. Ich finde, das ist übrigens eine relativ geile Karte, relativ hübsch. Da ist sie. Da. Und andere Kunden haben 5% oder 10%, aber ihr könnt ja mal schauen, wenn ihr eine Karte über uns bekommen habt oder über jemand anderen, ob ihr dieses Cashback auch habt, und vergesst es nicht zu aktivieren. Und dann wichtig ist halt, dass dieses Angebot Mitte Februar expired, und man muss teilweise Minimum Spends bringen, $100 oder mehr, und dann gibt es da so zum Beispiel $39 Maximum und solche Scherze. Also das klingt immer manchmal besser, als es ist, aber da muss man halt aufpassen, dass man halt genau zu diesem Sweet Spot das Ganze macht und den Rest dann mit einer Karte bezahlt, die einem vielleicht mehr Punkte bringt. Und amerikanische Kreditkarten, da könnt ihr mich gerne kontaktieren. Weiter geht das Thema hier mit den Freunden von United Airlines. Die hatten wieder einen Fall, da gab es Kompensation an Bord. Nicht direkt, aber es gab ein Settlement oder ein Vergleich, wie es in Deutsch heißt, in einem Diskriminierungsfall. Und zwar ist es so, dass ein Manager Racial Slurs, also das heißt ist verbal rassistisch beleidigt hat, und zwar den mongolisch-amerikanischen Mitarbeiter, der in Denver beim Catering gearbeitet hat. Und das Gericht sagt, dass das Ganze, dass der Kollege, der aus der Mongolei stammt, 1996 nach Amerika gekommen ist, 2009 seine amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen hat, und er wurde 2019 als ein Catering-Truck-Driver eingestellt. Und dann ist es so, dass die Kollegen ihn Chinaman genannt haben. Und das ist natürlich so, wenn man den richtigen Namen nicht verwendet, schon ein rassistisches Thema. Und dieses herablassende Verhalten und auch entwürdigende Verhalten, ich finde es nicht lustig, vor allem wenn er sich beschwert. Also wenn man das jetzt mal so mal macht, aber wie gesagt, wir dürfen ja Kartoffel genannt werden. Es ist so, dass man mindestens 6 Monate das gemacht hat, und das hat 6 Monate gedauert, bis sie die Kurzform seines Namens genommen haben. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass man dort die United Airlines verklagt hat, weil sie nicht schnell genug reagiert haben. Dann gab es ein Settlement, und das Spannende ist, dass er $95.000 bekommen hat, 75.000 Vielfliegermeilen, hat natürlich dann die ganze Policies, die es dort gibt, im Arbeitsplatz nochmal verändert, verbessert, und man hat dort ein 72-Stunden-Fenster eingerichtet, um solchen Vorgängen Herr zu werden. Das heißt also, dann muss da nachgegangen werden und auch was passieren. Und natürlich auch, dass man reguläre Compliance-Berichte verfasst. Und das Wichtige ist auch, dass man die Mitarbeiter über diese ganzen Themen immer wieder informiert. Und ich bin mal gespannt, wie das so ist, weil die Diskriminierung hat ja wohl vor 4 Jahren angefangen, also 2021 oder sowas. Und da muss man halt mal gucken. Und deshalb habe ich eine Frage des Tages für euch zu dem Thema. Würdet ihr euch auch mit Meilen vergleichen, und welchen Wert würdet ihr den Meilen zumessen? Und vor allem, wie sind die überhaupt auf die Idee gekommen, Meilen zur Kompensation zu nehmen, da es sich ja um Arbeiter handelt? Also eine sehr merkwürdige Geschichte. Und wenn man halt so den Amerikanern zuhört oder in Foren auch schaut, die sagen, das wären so $750 Value. Aber da könnt ihr jetzt mich eines Besseren belehren oder sagen. Und da bin ich mal gespannt. Und ich finde es interessant, dass man da $750 in Meilen halt gegeben hat. Für mich als Meilen-Junkie weiß ich nicht, ob ich mich damit zufrieden gegeben hätte. Aber interessant, in einem Arbeitsrechtsfall das so zu machen. Wir haben als letztes Thema Royal Jordanian, und bei Royal Jordanian ist es so, dass die jetzt eine Statusmatch haben für Hotelgruppen, auch Accor, Hilton, Hyatt, IHG und Marriott bis zum 22. Januar. Und dieser Statusmatch geht auf den Royal Club Gold Status, das ist ein Sapphire Status. Und interessant ist auch,
dass man natürlich da wieder bezahlen muss, $199. Und die Status Level, die man haben muss, sind halt Diamond bei Hilton und bei IHG. Bei Marriott Bonvoy geht das als Platinum Titanium und als Ambassador. Bei Hyatt geht es nur als Globalist und bei Accor geht es nämlich auch als Platin, Diamond und als Limitless. Wenn man sich die Webseite auch genauer anschaut, ist es halt wirklich so, dass man dort den Silver J bekommt aus dem Royal Club. Interessant, dass das auch mit dem Hotelstatus geht. Wenn man halt den Gold Sparrow haben möchte, da muss man dann schon wieder ein bisschen mehr bringen. Und zwar da muss man dann Status bringen von anderen Fluggesellschaften, um da dann was zu machen. Also hier nochmal ein Hinweis für den einen oder anderen, wer halt bei Oneworld was werden will, der kann da mit dem Sapphire-Status was werden. Silver J und Gold Sparrow. Wir sind am Ende der Sendung und zwar am Ende der Sendung gibt es wie immer nochmal den Hinweis auf die Fragen des Tages. Frage des Tages, und zwar die eine Frage des Tages ist, wie seht ihr das Jahr 2025 für die Fluggesellschaften? Und die zweite Frage, die ich eigentlich spannender finde, ist, würdet ihr euch als Arbeitnehmer oder als Fluggast mit Meilen abspeisen lassen, die dann so irgendwie nur so $750 Value haben? Oder seht ihr den Value Preposition an, das sagt, nee, die haben wesentlich mehr Wert. Und abgesehen davon hat er ja 95.000 bekommen, dafür, dass er ein halbes Jahr lang Chinaman genannt worden ist. Da bin ich mal wirklich gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr die Sachlage seht. Da bitte rege Kommentare machen, aber auch natürlich wie immer nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen und Liebe zu geben. Und bei amerikanischen Kreditkarten, wisst ihr, könnt ihr euch melden oder bei anderen Sorgen, Ängsten und Nöten jederzeit. Also danke dafür, bis morgen in Alter und Frische. Bis dann, ciao, ciao und Sonntag haben wir live. Also, ich bin jetzt hier wieder raus. Also, bis dann, ciao.